Sophia sollte viel trinken und sie braucht sehr viel Ruhe und Liebe. Aber ich denke, bei den Eltern, da muss ich mir keine Sorgen machen. Ganz bestimmt nicht. Du hättest mir wenigstens die Chance geben sollen. Ich hätte Leonhard lieben können. Ich kann ihn auch jetzt noch lieben. Das schwöre ich dir. Ich hätte Leonhard so verdammt gerne aufwachsen sehen. Zusammen mit dir. Warum hast du mir diese Chance nicht gegeben? Gott, nochmal, reiß dich zusammen, du alter Trottel. Jetzt rede ich schon mit Toten. So langsam werde ich senil. Shoppen? Ich dachte, wir gehen den Kaffee trinken. Außerdem habt ihr euer ganzes Geld doch schon für eure Hochzeitskleider ausgegeben. Die können wir doch nicht jeden Tag anziehen. Ja, und durch die ganzen Hochzeitsvorbereitungen haben wir schon seit einer halben Ewigkeit keine normalen Klamotten mehr gekauft. Also gut, Gegenvorschlag. Ihr macht eine kleine, hübsche Streiftour durch sämtliche Boutiquen und wir zwei gehen den Kaffee trinken. Na, danke, kein Bedarf. Ich meine, ich kann meine Frau unmöglich allein durch die Stadt rennen lassen. Bei ihrem Shooting schleppt sie mir 3, 4 neue Paare an. Oh, so ein Quatsch. Wobei, jetzt wo du es sagst, so ein paar neue Schuhe sind eigentlich gar keine schlechte Idee. Stimmt, ich bräuchte auch noch ein paar neue für Wien. Was denn für die paar Tage? Hey, was kann denn Jana dafür, wenn du eure Hochzeitsreise so gnadenlos zusammenstreichst? Ja, auch wieder wahr. Das haben wir nur diesem doofen Degenhardt zu verdanken. Ich hoffe, du und Johannes, ihr habt ihm ordentlich eine vor den Latz geknallt. Klar. Also ich für meinen Teil weiß ja immer noch nicht, was er eigentlich angestellt hat. Ach, ist auch viel zu kompliziert. Versuch's doch wenigstens mal zu erklären. Das ist doch nicht blöd. Dieser Degenhardt, der hat mich jetzt schon um meine Hochzeitsreise nach Australien gebracht. Am liebsten würde ich seinen Namen überhaupt nicht mehr hören. Also, wollten wir die Schuhe kaufen gehen? Dann mal los. Rein. Du hast das ernst gemeint mit der Auszeit, nicht wahr? Ja, ich halte das wirklich für angebracht. Schau, die falschen Zahlungsmodalitäten. Ich habe einen Fehler gemacht. Daran gibt es überhaupt nichts zu beschönigen. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich meinen Aufgaben an der Firmenspitze nicht mehr gewachsen bin. Elisabeth, die letzten Wochen waren für uns alle äußerst nervenaufreibend. Diese ständigen Auseinandersetzungen mit Ansgar. Dann der Schock über Nathalies Verrat, unser Zerwürfnis mit Charlie. Nicht zu vergessen, dass ich Jana andauernd anlügen muss, um Leonards Ehe nicht zu gefährden. Das ist richtig. Dass Degenhardt Leonards Vater ist, trägt nicht gerade zu einer entspannten Atmosphäre bei. Umso weniger macht dir jemand einen Vorwurf. Sag mal, merkst du gar nichts? Es handelt sich um persönliche, familiäre Probleme. Arbeit ist für mich zurzeit die beste Ablenkung. Als Ablenkung ist die Leitung der Holding allerdings völlig ungeeignet. Elisabeth, die Unruhen hier im Haus haben doch ganz offensichtlich Einfluss auf deine Leistungsfähigkeit. Noch einen Fehler in dieser Größenordnung kann sich die Holding aber nicht erlauben. Willst du damit andeuten, dass ich ein Risikofaktor bin für die Firma? Du bist ja schon wieder fit wie eine kleine Minimaus. Ich bin auch froh, dass es Sophia wieder besser geht. Husten und Fieber sind wie weggeblasen. Kein Wunder bei der Pflege. Hallo. Ich hoffe, das ist okay, dass ich mich so kurzfristig angemeldet habe. Überhaupt kein Problem, aber ich bin gerade auf dem Sprung. Ach so, ich dachte... Hallo. Hallo, Susanne. Lars hat sich als Babysitter zur Verfügung gestellt. Aber wenn du willst, kannst du ihm gerne Gesellschaft leisten. Nein, ich habe keine Zeit. Ich musste Lisa versprechen, ihr nachher beim Kostümkauf zu helfen. Jetzt schon für Karneval? Nein, Theater AG. Sie spielt die Wendler in Frühlingserwach. Tja, schade. Ich komme gut alleine klar. Ja, kommst du gleich mit runter?
Ach nee, einen Moment habe ich noch Zeit. Lisa wollte mich ja abholen. Wir freuen uns schon den ganzen Tag auf die Kleine. Dann bestell ihr schöne Grüße. Wir sehen uns spätestens bei der Taufe. Machst du dafür jetzt schon Besorgung? Ich gehe zum Notar. Ich habe einen Käufer fürs Haus gefunden. Jetzt schon? Das ging aber schnell. Zum Glück. So, meine Kleine, ich bin gleich wieder da, ja? Viel Spaß mit ihr. Tschüss. Tschüss. Ich mache mir doch lediglich Sorgen um dich. Dazu gibt es überhaupt keinen Anlass. Ich habe genug Erfahrung, um meine Kräfte selbst einzuschätzen, auch in stressigen Zeiten. Und je länger ich darüber nachdenke, umso sicherer bin ich mir. Ich habe den Vertrag korrekt ausgestellt. Wie erklärst du dir dann die falschen Konditionen? Ich weiß es nicht. Niemand ist unfehlbar. Auch nicht so eine bewundernswerte Perfektionistin, wie du es bist. Elisabeth, nimm das einfach als Warnzeichen. Nimm dir die Zeit, die ganze Unruhe zu verarbeiten. Du sollst die Leitung der Holding doch nicht aufgeben, aber auch der beste Chef braucht einmal einen Urlaub. Wie stellst du dir das vor? Wer vertritt mich? Du sollst dich schonen. Carla ist mit der kleinen Sophia mehr als ausgelastet. Ja. Nein. Nein, du denkst aber nicht an Ansgar. Wir werden da eine Lösung finden. Außerdem handelt es sich um Wochen, nicht um Monate. Und außerdem habe ich da ein ganz egoistisches Motiv. Wenn du nämlich ein bisschen kürzer trittst, hättest du endlich wieder ein bisschen mehr Zeit für mich. Wir könnten zum Beispiel ein paar Tage wegfahren. Ja, gut. Du hast gewonnen. Zu viert einzukaufen macht noch viel mehr Spaß als zu zweit. Was haben wir noch für ein Glück mit unseren Männern? Ja, ihr habt eben echte Gentlemen geheiratet. Nein, echte Sklaven. Sag mal, willst du das wirklich alles mit in den Urlaub nehmen? Also die paar Euro fürs Übergepäck sollte sie dir wert sein. Die Frage ist nur, ob das alles in die Koffer passt. Ja, das kriege ich schon noch unter. Oh, guck mal, das ist aber schön. Du meinst das ernst mit Jana? Hm? Schön, dass du das auch endlich begreifst. Ich hatte halt kein Verständnis dafür, dass du die Sache mit Paris verschwiegen hast. Ich hätte mich vielleicht einfach raushalten sollen, keine Ahnung. Ich meine, was du ihr sagst und was nicht, das ist schließlich deine Sache. Und es ist deine Ehe. Also, wenn du willst, vergessen wir das Ganze. Okay. Gregor, Schatz. Ja, wir Ehemänner müssen ja jetzt auch zusammenhalten, also... Sehe ich genauso. Halt doch mal kurz. Danke. Schon wieder Schuhe, mein Gott. Schläft sie? Ja, einen Moment hier. Oh, Vorsicht. Nichts passiert. Tja, kindersicher ist die Wohnung vielleicht, aber erwachsenensicher? Dir fällt es immer noch schwer. Was? Die Trennung von Carla. Ach, Lars, bitte nicht jetzt. Mir tut es wirklich leid, wie es zwischen euch gelaufen ist. Und mir ist klar, dass ich nicht ganz unschuldig bin. Wenn ich mich nicht in dich verliebt hätte... Unsere Trennung haben Carla und ich ganz alleine zu verantworten. Ich hatte lange gehofft, du könntest dich noch für mich entscheiden. Ja, ich war egoistisch. Aber ich glaube, jetzt habe sogar ich kapiert, dass ich keine Chancen bei dir habe und damit abschließen muss. Wahrscheinlich hat mir Sophia bei dem Entschluss sogar geholfen. Wir sind ihre Eltern und wir sind gute Freunde. Und das ist das Einzige, was wirklich zählt. Ach, Inga, bringen Sie mir bitte einen Kräutertee nach oben. Natürlich. Vielen Dank. Was, dein Kräutertee am Nachmittag? Fühlst du dich etwa nicht gut? Doch, danke der Nachfrage. Naja, so ein Fauxpas wie mit dem Vertrag, das kann einem schon mal auf den Magen schlagen. Ja, oder setzt du jetzt etwa Vaters wohlmeinenden Rat gleich in die Tat um? Ein paar Tage kürzer treten schadet doch nicht. Der Firma sicherlich nicht.
Allerdings hätte ich mir von dir ja schon etwas mehr Widerstand gegen Vaters Vorschlag erwartet, bei deinem Ehrgeiz immer überall oben mitzumischen. Das ist doch bei anderen ausgeprägter als bei mir. Ach, Ansgar. Hältst du das für möglich, dass Adrian Degenhardt etwas mit den Zahlungskonditionen in dem Vertrag zu tun hat? Degenhardt? Nein, wie soll er das denn angestellt haben? Soweit ich weiß, lag der Vertrag doch in Vaters Safe. Ich finde es etwas billig, dass du jetzt die Schuld bei anderen suchst. Steh doch einfach zu deinen Fehlern. Selbst hervorragende Geschäftsführer machen ab und zu mal Fehler. Von den Inkompetenten ganz zu schweigen. Sie schon auf dem Weg nach oben? Vielen Dank. Die Kleine sieht so aus, als würde sie jeden Augenblick zu mir Papa sagen. Oder was denkst du? Sprechen mit 6 Wochen? Väter wünschen sich immer ein Wunderkind. Boah, hast du das gehört? Mama Susanne spottet über dich und deinen Papa. Was sagst du dazu? Ja, natürlich bist du ein Wunderkind. Das süßeste, tollste und herzallerliebste auf der ganzen Welt. Oh Mann, ist das süß. Du machst dich echt super als Papa. Und wenn man die Kleine so sieht, dann möchte man auch sowas Süßes. In deinem Alter? Komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Bestimmt nicht. Ein Baby in der Familie reicht. Darf ich mal? Wir müssen los. Jetzt sofort? Na, wer weiß, ob wir so schnell was Passendes finden, das sich als Kostüm eignet. Tschüss, ihr beiden. Ja, viel Erfolg. Johannes? Elisabeth, was hast du denn? Allen Grund zu der Annahme, dass nicht ich mich bei dem Vertrag vertan habe. Jemand hat die Konditionen hinter meinem Rücken geändert. Wie bitte? Elisabeth, der Vertrag war die ganze Nacht im Safe eingeschlossen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Degenhardt sich die Mühe macht, hier einzubrechen, zumal der Schaden, der uns zugefügt wurde, vergleichsweise gering wäre. Tja, ich denke dabei auch nicht an Degenhardt. Sondern? Wer jederzeit an den Vertrag heran konnte, war Ansgar. Ansgar? Sag, wie kommst du denn darauf? Dieser höhnische Ton mir gegenüber. Außerdem wusste er, wo der Vertrag zu finden war. Ja, sicherlich, aber das ist noch lange kein Beweis dafür. Ansgar ist der Einzige, der ein Interesse daran hat, meine Arbeit zu sabotieren. Hat doch nie verwunden, dass du mich statt ihn zum Geschäftsführer der Holding bestimmt hast. Aber deswegen manipuliert er doch nicht unsere Verträge und schadet der Firma Elisabeth. Würde mich nicht wundern. Hör zu, ich habe ihn gestern selbst um eine Einschätzung zum Vertrag gebeten. Und weißt du was? Er hat ihn sich nicht einmal angesehen. Das macht ihn doch nur noch verdächtiger. Seit wann hält er sich freiwillig aus Firmengeschäften heraus? Seit er meine Entscheidung akzeptiert hat. Elisabeth, dagegen finde ich es offen gesagt etwas befremdlich, dass du deinen eigenen Fehler nicht wahrhaben willst. Das passt so überhaupt nicht zu dir. Inzwischen bin ich mir sogar sicher, dass ich die richtigen Konditionen Bitte verschone mich mit diesen absurden Verschwörungstheorien. Das sind keine Entschuldigt ihr beiden. Leonard und ich, wir wollen zum Flughafen. Ja, wir kommen natürlich sofort. Eigentlich wollte ich ja eine kleine Modenschau starten. Ich fürchte, das müssen wir verschieben. Du hast ja gesehen, was unten los ist. Ich muss Lina noch ein bisschen unter die Arme greifen. Aber vielleicht lässt sich die süßeste aller Ehefrauen ja vom weltbesten aller Bartender noch einen Sweet Sarah kredenzen. Klingt verlockend. Du bist der erste Mann, der von meinen Shoppingtouren gute Laune bekommt. Das liegt heute ausnahmsweise mal nicht an dir. Ich habe mit Leonard gesprochen. Das habe ich mir schon gedacht, weil ihr ja doch noch einen Kaffeestopp eingelegt habt. Es macht keinen Sinn, dass ich ihm das mit Paris und dir ewig nachtrage. Wir sind mittlerweile alle verheiratet und führen ein ganz neues Leben. Außerdem denke ich, dass er das mit Jana ernst meint. Ich bin so froh, dass du dich wieder mit ihm versöhnt hast. Übrigens, als ihr im Café wart, haben Jana und ich der kleinen Boutique nebenan einen Besuch abgestattet. Aber nicht dem Dessous-Laden, oder? Oh. Ich fürchte, Lina muss noch ein bisschen ohne mich auskommen. Modenschau? Modenschau?
So viel Gepäck für die paar Tage? Naja, für alle Eventualitäten eben. Man weiß ja nie, wie das Wetter um die Jahreszeit wird. Ja, da komme ich ja gerade noch rechtzeitig. Also, ich wünsche euch ganz tolle Flittertage. Danke. Ja, und lasst euch nicht zu viele Souvenirs andrehen. Ach, das Einkaufsprogramm ist sowieso schon gestrichen. Setz dich durch gegen deinen Gatten. Der eine oder andere Einkaufsbummel gehört zu einer Hochzeitsreise nun mal dazu. Da hörst du's. Und du, vergiss einfach, was in den letzten Monaten war. Das ist jetzt ein ganz neuer Anfang. Viel Spaß euch beiden. Ja? Den werden wir haben und ihr vertragt euch wieder. Ja, keine Sorge. Also, tschüss. Ich glaube, Leonard hat seinen Frieden mit der Situation gemacht. Du hattest ernsthaft Sorge, ihn an Adrian Degner zu verlieren, nicht wahr? Er weiß, wo er hingehört. Und er wirkt auch sehr glücklich mit Jana, oder? Ja. Aber irgendwann wird es ihr sagen müssen, dass er nicht Sarahs Bruder ist. Das wird er tun. Zum richtigen Zeitpunkt. Na, alles klar bei euch? Außer, dass Sophia dich fürchterlich vermisst hat. Wir haben ein bisschen gespielt, geschmust, Fläschchen getrunken und ein bisschen gewickelt. Und jetzt träumt sie selig von ihrem Papa. Und bei dir? Das Haus ist verkauft. Keine Sorge. Für mich ist das wie eine Erleichterung. Ich will wieder nach vorn sehen. Das Haus, das hätte mich sowieso nur die ganze Zeit an Susanne und unseren gemeinsamen Traum erinnert. Tut Sophia das nicht auch? Das ist was ganz anderes. Warum müssen wir uns eigentlich immer in die gleiche Frau verlieben? Wahrscheinlich sind wir uns einfach zu ähnlich. Tja, und weder bei dir noch bei mir hat es geklappt. Zwischendurch dachte ich eigentlich schon, Susanne und du gehören zusammen. Damit wärst du aber nicht gut klargekommen, oder? Wahrscheinlich nicht. So wie es jetzt läuft, gefällt es mir auf jeden Fall besser. Ist für alle Beteiligten das Beste so. Hallo, Arno. Hallo. Guck mal. Ist das nicht toll für die Wendler? Boah, wenn sie da mit dem Melchior nicht den Kopf verdreht, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, du hast das Stück nicht richtig kapiert. Ich freue mich schon sehr auf die Probe nachher. Denk bitte an deinen Vokabeltest morgen. Ja, ja. So anstrengend. Nicht das Einkaufen. Carla, Lars. Er hat gesagt, er will nichts mehr von mir wissen. und was ist daran so schlimm? Ich meine, wirklich interessiert warst du doch eigentlich nie. Ich komme mir manchmal wie ein Teenager vor, mit dem die Hormone durchgehen. Wenn ich Carla sehe, dann will ich sie am liebsten umarmen. Aber die Vorstellung, dass Lars sich von mir abwendet. Plötzlich habe ich das Gefühl, ich hätte was Wichtiges verloren. Wie lange glaubst du, kannst du dieses Spiel noch durchziehen? Welches Spiel? Mich vor deinem Vater auf Kosten der Firma schlecht zu machen. Ja, soweit ich weiß, habe ich deinen kleinen Fauxpas doch noch entschuldigt. Du bist der Einzige neben dem Käufer, der von einem manipulierten Vertrag profitiert. Tatsächlich? Seit ich Geschäftsführerin bin, wärst du mich doch lieber heute als morgen los. Ehrlich gesagt, ich tendiere zu gestern. Träum weiter, Ansgar. Weißt du was? Dein Vater hätte dir liebend gerne die Holding anvertraut. Aber durch deine dreisten und illegalen Geschäftsmethoden stellst du dir immer wieder selbst ein Bein. Ach, sag mal, lernst du gar nicht dazu? Das werde ich mir nicht anhören von einer ehemaligen Beauty-Beraterin, die sich bei einem Grafen eingezeckt hat. Du wirst mich nicht verdrängen. Auch nicht durch Sabotage. Dafür stehe ich deinem Vater viel zu nah. Vergiss nicht, ich treffe ihn jede Nacht im Ehebett. Und du erst morgens zum Frühstück. Was bildest du dir eigentlich ein? Glaubst du im Ernst, ich sehe dabei zu, wie du in der Firma und im Schloss alles an dich reißt? Eine kleine Vertragsänderung war es der Anfang.
Ich werde noch dafür sorgen, dass Vater dir sämtliche Kompetenzen entzieht. Vielen Dank. Mehr wollte ich gar nicht hören. Ja, ich komme ja schon. Susanne? Sag mal, ist denn irgendwas passiert? Du bist vorhin so schnell. Ist irgendwas mit Sophia? Moment. Ich kann es nicht. Ich will dich nicht verlieren. Gott nochmal, jetzt seien Sie nicht so schrecklich dienstbeflissen, das ist ja eklig. Ich habe ausdrückliche Anweisungen. Sie sind hier nicht erwünscht auf dem Schloss. Das weiß Herr Degenhardt selbst. Danke, Inga. Donnerwetter, Herr Graf. Gut schauen Sie aus. Du solltest dir vielleicht überlegen, dich ganz aus dem Business rauszuziehen. Dein Frauchen hat sowieso die Holding schon übernommen. Hm? Und du kümmerst dich dann um... Naja... Irgendwas wird dir schon einfallen. Falls du gekommen bist, um Leonard zu sehen, du kommst zu spät. Er ist bereits abgereist. Und er hätte auch keinen Wert auf deine Anwesenheit gelegt. Oh, hast du wirklich geglaubt, er kauft dir deine Vatergefühle ab? Und lässt sich genauso manipulieren wie Konstantin und Nathalie? Ich bin hier, um mit dir zu sprechen, Johannes. Und zwar über Leonards Zukunft. Mach dich doch bitte nicht lächerlich. Leonards Zukunft interessiert dich einen feuchten Dreck. Mein Sohn hat irgend so eine Kartoffel geheiratet, um sich über Sarah hinwegzutrösten. Finden wir das etwa gut? Der Junge wird sich irgendwann mal so richtig in den Arsch beißen. Und das nur deinetwegen, Johannes. Was bewegt dich zu dieser Annahme? Das ist doch ganz offensichtlich. Er schweigt und verrät seine große Liebe zu Sarah, nur um deine Gefühle nicht zu verletzen. Du behauptest, du empfindest wie ein Vater für Leonard. Dann tu, was du tun musst. Gib ihn für Sarah frei. Und mach öffentlich, dass er nicht dein Sohn ist.